das Fleisch der Geschichte. Diese Lücke, die sich irgendwann scheinbar geschlossen hatte, jetzt reißt sie auf. Geschichte braucht Bilder und Geschichten, deren Wert in der Bedeutung liegt, die sie hervorbringen. Sie sind tiefer und überzeugender als Daten und Fakten, die unser Herz allein nicht erreichen können. Warum der Roman Nelka von Svenja Leiber ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit ist. Vor einigen Jahren erfuhr Svenja Leiber, die selbst auf dem Land in Schleswig-Holstein aufgewachsen ist, von einem Nachbarn, dass ein Apfelbaum aus dem Garten ihrer Kindheit von französischen Zwangsarbeiterinnen gepflanzt worden war. Was sie daran so betroffen machte, war, dass sie als Kind völlig arglos auf diesem Baum gesessen hat, auf ihn kletterte oder die Äpfel gegessen hat. Sie wusste nicht, wie kontaminiert die waren von Geschichte. Auslöser für ihren Roman Nelka war der Brief einer ehemaligen ukrainischen Zwangsarbeiterin, die als 15-Jährige in den holsteinischen Heimatort der Autorin verschleppt wurde. Auch die Apfelbäume in dieser Landschaft waren von Kriegsgefangenen und Ostarbeiterinnen gepflanzt worden. In ihrem Buch Nelka möchte sie an diese Frauen erinnern, weil sie die gesamte Landschaft mit ihrer Arbeit mitgestaltet haben und sie immer, wenn sie heute durch diese Landschaft fährt, an sie denken muss. Im Roman beschreibt sie, wie eine Zwangsarbeiterin aus Lemberg 1941 auf einen norddeutschen Hof verschleppt wird und als alte Frau nach 5 Jahrzehnten auf den Bauernhof in Schleswig-Holstein zurückkehrt. Der einstige Gutsverwalter Marten erhält einen Brief aus der Ukraine, der kurzfristig ihren Besuch ankündigt. Als sie eintrifft, erscheint ihr alles schrecklich vertraut. Beim Wiedersehen hat er das Gefühl, nach Jahrzehnten zum ersten Mal zu erröten. Das erinnert auch an den Sündenfall. Obwohl die Bibel nur von einer Frucht spricht, etablierte sich der Apfel als Symbol für Sünde und Fleischeslust sowie die Erkenntnis von Gut und Böse. Alles beginnt mit Sprache. Der tausendfache Missbrauch, der Zwang und die Morde durch Arbeit begannen mit Sprache. Mit der Einübung in die Unmenschlichkeit, durch die Versprachlichung unmenschlicher Gedanken. Svenja Leiber, Nelka. Vor Nelkas Besuch hat Marten nur einen Baum im Blick, jenen zerbrochenen unten in der Senke. Der ist so alt wie diese Sache, dachte er. Er hatte sich versündigt und ein junges Leben gebrochen. Als Nelka ihn im Alter besucht, lässt sie das servierte Essen unberührt. Sie schweigt, geht und wird nicht wiederkommen. Im Gastzimmer seiner Haushälterin Gonda wird sie von den Bildern der Vergangenheit überwältigt. Sie ist nicht tot, sie nicht einmal vergangen, sondern ist eingewoben ins Muster der Geschichte und in Nelkas Kopf. Zögerlich fallen ihr Bilder ein, Bewegungen, Berührungen in ihren Körper eingeschrieben, wie Einträge in ein Archiv, das sie nie geöffnet hat. Jetzt bricht sie es auf, erinnert sich. Vor dem Krieg lebte sie mit ihrer Familie in Lwów, Lemberg, dem heutigen ukrainischen Lwiw, in einer multikulturellen Gesellschaft. Ihr Vater war Pomologe, Apfelforscher, der sie früh im Obstbau unterrichtet hat. Pomona ist die römische Göttin der Baumfrüchte, Gärten und des Obstsegens. Die bekannteste Sage über sie stammt von Ovid. Als sich der Gott der Jahreszeiten, Vertumnus, in sie verliebte, schloss sie sich in ihren Gärten ein, um den Nachstellungen von Waldgöttern zu entgehen. Nelka wird dies später auf andere grausame Weise erleben. Als Kind aber erlebte sie noch den Zauber der Veredelung, auch ihres eigenen jungen Lebens. Die letzten Worte ihres Vaters an sie waren: Zaubern, Nelka, nie vergessen. Ihre Kenntnisse über die Apfelveredelung gab sie an den Gutsverwalter weiter und plante den Apfelanbau und immer wieder das Neue an die Stelle des Alten zu setzen. Ein schöner Apfel, sagte sie zur Überraschung des Verwalters. Sein Fleisch ist weiß und unter der Schale ist es rötlich, aber ein Blutapfel ist es nicht. Er war verwundert darüber, dass er sie nur anblickte, während sie fortfuhr. Er reift im Oktober und hält sich lang. Hier hatte Marten ihr Gesicht gepackt und festgehalten. Der verheiratete Mann ließ sie in den Schuppen ins Verwalterhaus übersiedeln und vergewaltigte sie, während er schon über den Krieg hinaus dachte. Er rechnet schon nicht mehr fürs Reich, sondern nur für sich. Die Plantagen brachten ihm nach dem Krieg ein Vermögen ein.
Menschen wie Marten, Mitläufer und Täter werden im Buch als Martensapfel beschrieben. Er ist mittelmäßig groß und von plattrunder Form mit einem ziemlich tiefen Butzen. Er hat eine glatte Schale, die im Liegen sehr fettig wird. Sein Fruchtfleisch ist von keinem feinen Geschmack, darum ist er nur als Kochapfel gut. Svenja Leiber, Nelka. Es ist zugleich ein Roman der Nachhaltigkeit, in dem es auch um das ewige Nachwachsen des Falschen geht. Um dies zu erkennen und richtig zu handeln, muss die Frucht der Geschichte immer wieder aufgeschnitten werden.